In diesem Video werden wir jetzt diesen Gegnercharakter einmal erweitern und so etwas wie Schaden-Event aufzeichnen. Das heißt, der Spielercharakter kann einem Enemy-Charakter Schaden zufügen. Jetzt schauen wir erstmal an, wie das Ganze im Spiel aussieht. In einer Simulation. Jetzt schauen wir das einmal an. Ihr könnt einfach den Wurm einfach reinziehen, das Level, dann irgendwo platzieren. Einmal hier Selected Viewport, startet das Ganze. Kann ich mich hier herumbewegen. Und mit F8 kann man einmal in diesem Game Mode schauen, ob das Ganze hier auch bündig ist mit dem Boden. Sieht soweit gut aus. Jetzt gehen wir über, um die Kollision zu erstellen und einzustellen. Hierzu gehen wir in den Player Paladin wieder. Und wir machen es uns einfach. Wir nutzen einfach eine Kollisionsbox. Hierzu gehen wir links bei der Suche einfach Box ein. Einfach eine Box Collision. Bei mir ist das die Melee Hitbox. Dann gehe ich einmal in den Viewport. Und wir sind halt in der Paladin-Klasse. Holen wir entsprechend die Box. Die ist bei mir irgendwie außerhalb von dieser Sichtweite. Ich werde die Location einmal auf 000 transformieren. 0. Auch 0. Dann habe ich die hier vorne. Dann ziehe ich die mir hier vorne vor. Die ein bisschen größer. Was die Box macht, ist im Grunde, die wird checken, oder wir checken dort, ob da sich ein Enemy befindet in der Box. Wenn der Player Char entsprechend zuschlägt,
In der Collision Box checken wir dann entsprechend, ob sich dort ein Enemy befindet, ein Gegner. Das Ganze machen wir dann halt mit der Kapsel von einem Gegner. Kann das auch mit so einem Mesh Collision machen. Wir machen das allerdings mit der Kapsel. Wir werden es hier simpler halten mit Capsule Collision, um dann auch performanter sein zu können. Spiel. Wir das einmal mal testen, ob das so ausreicht. Box hier bei Rendering. Ich mache das mal Hidden in Game weg. Das Ganze auch sichtbar ist. Testtaste kurz. Die Box müsste ein bisschen länger sein, weil die Attacke auch weiter ist. Können die einfach größer machen. Und nochmal testen. Ja, so sieht das etwas besser aus. Oder kann man so belassen. Ihr könnt das bei euch natürlich einstellen, wie ihr wollt. Dann setzen wir diese Hidden in Game nochmal als Flag, dass es im Spiel nicht mehr zu sehen ist, die Box. Jetzt gehen wir wieder zum Event Graph und wollen das Ganze nutzen. In so einer Overlap Event. Hierzu holen wir uns die Hitbox, die wir haben, die Melee Hitbox. Und scrollen hier rechts bei den Details bei der Hitbox einmal runter. Und bei den Events holen wir uns einfach On Component Begin Overlap. Legen das über das Plus ein. Damit sind wir in der Lage, Overlap Events, also zu checken, dass wenn sich etwas überlappt, ob wir dann etwas treffen oder nicht in dieser Hitbox. Weil das Ganze ein Multiplayer-Spiel ist, wollen wir, dass der Server das checkt. Hierfür brauchen wir das Authority. Switch has Authority. Dann wollen wir uns von der Melee-Hitbox hier links nochmal die Kollisionseinstellung anschauen. Hier einmal Can Charakter Step Up On. Das machen wir aus, damit dann niemand drauf gehen kann. Und Collision, da wollen wir die Custom Collision wählen, um das selber einzustellen. Der Objekttyp ist okay so und das soll nur ein Carry Only sein. Die Collision Box soll bei uns alles ignorieren zunächst, bis auf die Pawn. Ja, also wir ignorieren hier in dieser Box alles bis auf die Pawns. Dann bei der Melee Hitbox On Component Begin Overlap. Da wollen wir auch noch einen Check hinzufügen. Hier kommt unser Tag zum Einsatz. Bei Other Actor, da holen wir einfach einen anderen Akteur und Hashtag. Actor Hashtag, den holen wir uns. Hier holen wir uns den Tag Enemy und dann mit B gedrückt halten Branch Node. Dass das Ganze beim Gegner dann entsprechend auch wirkt und getriggert wird. Hiermit haben wir im Grunde nur die Logik, das Ganze geht weiter hier, diesen Branch und True State. Wenn unser Aktor vom Typ oder von diesem Tag Enemy hat, das heißt jeder Pawn, der einen Tag hat und dieser Tag dann Enemy auch heißt,
Das Ganze können wir kurz testen. Wir können bei True einfach einen String ausgeben lassen mit PrintString. Was wir uns ausgeben, ist einfach den Namen vom Actor, also diesen Other Actor. Das Ganze müsste jetzt erstmal funktionieren. Und zwar, wenn der Enemy in diese Boxzone geht, sobald er reingeht, dann sehen wir halt Enemy Worm Easy 1 und 2. Wenn ich aus der Box rausgehe, dann ist der String weg. Das heißt, wir haben erstmal den Checkup mit dem Tag Enemy, der hier funktioniert, mit der Hitbox. Wir wollen diesen Checkup nicht immer haben. Das heißt, als Standardwert wollen wir den erstmal als nicht kollidierend machen. Gehen wir in unsere Melee Hitbox. Und stellen das hier wieder um, Collision Enabled, dass wir zu Beginn einfach No Collision haben. So haben wir die Melee Hitbox erstmal mit No Collision. Das nächste ist, wir werden ein Animation Notify State machen. Hierzu gehen wir in den Paladin Ordner und machen uns da ein. Einfach Rechtsklick trauen. Blueprint Class. Und holen uns dann unten hier über alle Klassen eine Klasse, die so heißt wie Anim Notify. State. Das ist die Anim Notify State Klasse, die wir uns holen. Select. Und nennen das Ganze einfach ANS Paladin Primary. Speichere das mal. Falls du noch keinen Animation Notify State genutzt hast, die kann man im Grunde in den Animationen benutzen. Wir holen uns dann erstmal die Montage hier, Animation Montage. Pausiere die gerade. Und hier können wir dann unter Notifiers die Notify States einfach nutzen. Und da gehe ich hin und klicke Rechtsklick, Add Notify. Und zwar unser End Notify State, den wir hier erstellt haben, ANS Paladin Primary. Und bei diesem Animation Notify State, da sehen wir im Grunde hier so eine 1 und eine 2. Die 1 steht im Grunde für Notify State Begin und die 2 für Notify State End. Und was wir damit machen, wir werden einfach sagen, sobald eine bestimmte Animationsstelle erreicht ist, dann wollen wir diese Animation Notify State, hier die eine Box vom Paladin holen und die im Grunde dann einfach anmachen. Das heißt, die Kollision hier anmachen, sobald der Animation Notify State dann triggert. Default-technisch haben wir den erstmal hier ausgemacht mit Collision Enabled, also auf No Collision. Die Collision Enabled brauchen wir im Grunde nur dann, wenn der Player-Charakter auch attackiert. Das heißt, die wird die meiste Zeit aus sein. Und sobald er eine Attacke startet, soll diese Collision Box, also diese Melee Hitbox, angehen. In der Hinsicht, dass die Collision Field Enabled einmal an ist. Und wir dann die kollisionsmöglichen Charaktere, also die vom Typ Enemy, hier in dieser Box dann zu diesem Zeitpunkt, wo er gerade den Schlag ausführt, mit Schaden versorgen. Zurück in der Montage.
Da wollen wir im Grunde den Eventpunkt sehen, da wo gerade die Axt vorne ist, dass ein Enemy auch was abbekommen kann. Hier wird dann die Hitbox angemacht, also so ungefähr so. Setzt dann an den Zeitpunkt dann den Beginn von dem Notify State. Und sobald die Axt wieder den Raum verlässt vom Gegner, ungefähr so, da wollen wir das Ganze schließen. Die Animation Notify State soll bis dahin gehen. Und im Grunde zu der Zeit, wo die Axt vorne ist, die Collision Box aktivieren und die Collision dort auch aktivieren, dass wir dann die Gegner, die vom Typ von diesem Tag Enemy sind, auch entsprechend versorgen mit einem Event. Das Ganze machen wir auch für die anderen Möglichkeiten, Attacken zu verteilen. Hier zum Beispiel, weil die Axt hier ist, da gehen wir auch wieder hin. Rechtsklick, Add Notify State und unseren ANS Paladin Primary. Sobald die Axt hier wieder den Raum verlässt, darf das Notify nur so lange gehen. Das gleiche für Melee C. Ungefähr so. Rechtsklick, Add Notify State. Dann unser Event dort triggern. Das Ganze speichern wir einmal und öffnen das dann, das ANS Paladin Primary. Gibt es halt nicht so viel zu sehen, bis auf die Funktionen, die interessant sind. Hier sind 5 Overrideable und die können wir dann überschreiben. Hier können wir einmal den Namen überschreiben, get notify name. Wir können hier auch sowas wie den Beginn überschreiben. Und wir können da uns das Ende auch nehmen und das auch überschreiben. Hierzu starten wir erstmal mit dem Namen hier. Beim get notify name brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber was wir hier machen können, ist den Namen zu überschreiben. Das heißt hier den Namen, den wir hier sehen. Steuerung zoome ich mal mit Mausrad dran. Das heißt, diesen Namen hier kann man überschreiben. Das ist so die eine Override mit Override Name. Wir können das dann einfach hier überschreiben mit Override. Wir können das zum Beispiel Primary Attack nennen. Kompilieren und speichern. Wenn wir jetzt die Montage speichern, dann ausmachen und neu holen, dann sehen wir in der Animationsmontage, dass er den Namen hier entsprechend geändert hat. Primary Attack. Also die 1, die wir hier haben, das ist unser Beginn. Das ist entsprechend hier unser Notify Begin, das wir überschreiben können. Und bei Notify Begin hier wollen wir die Kollision bei dem Paladin einfach ändern, dass die Box dann entsprechend Kollision wieder angeschaltet hat. Sodass wir hier bei der Box, hier bei Collision Enabled, einen anderen Wert haben, dass die einmal angeschaltet wird. Und sobald die Animation durchläuft, bei Ende, da wollen wir die dann wieder ausmachen. Hierzu brauchen wir Interfaces, die das Ganze für uns machen. Einfach so Mesh holen und so weiter. Hier, das wird nicht funktionieren, sodass wir hier unser Interface einsetzen. Wir wollen nur zum Player Base gehen und dort über Class Settings
unser Interface holen. Hier erstellen wir uns eine neue Funktion und nennen die Attack Collision. Diese Funktion bekommt dann einen Input. Der ist vom Typ Collision. Vom Typ enum Collision Enabled. Und die Variable können wir einfach Kollision nennen. Collision. Beim Player Paladin, wenn wir uns dann diese Hitbox mal nehmen, um zu erklären, wir können da natürlich auch einfach diese Collision Enabled holen. Set Collision Enabled und die Enums, die dann dahinter sind, die sind halt hier einfach vorhanden. So wie dieses Query Only halt, ne? Und dann die No Collision, diese States. Wir können das hier nicht einfach so nutzen. Ich lösche das kurz wieder. Sondern wir nutzen hierfür die Interfaces und die Funktionen. Um das Ganze halt zu referenzieren, brauchen wir dann das Interface. Dafür nutzen wir die Animation Notify State und können das hier in dem Bereich einfach updaten, wo das Ganze beginnt und wo die Notify später auch enden wird. Hierzu nutzen wir unser Interface und in diesem Interface können wir dann entsprechend klassenübergreifend dann nutzen, um das Ganze zu triggern. Hierfür gehen wir dann wieder in den Paladin, der Paladin, und wir sehen hier links Attack Collision. Wir können das natürlich jetzt nicht einfach so rausschieben, weil das ein Event ist. Es hat keinen Output. Und machen dann einfach Rechtsklick und holen unser Event. Das Event Attack Collision. Dann können wir dann über das Interface des Collision einfach updaten. Wir holen uns dann unsere Melee Hitbox hervor und holen uns dann die Set Collision Enabled. Dieses Konstrukt, das aktualisiert dann bei uns die Collision der Melee Hitbox an der Stelle, wo aktuell No Collision ist, über das Interface. Setzt da den entsprechenden Wert, den wir brauchen, den wir dann hier auswählen können. Wir wollen das halt für das kleine Zeitfenster, wo die Axt vorne ist, bei der Angriffssteuerung, dann einfach anmachen. Das heißt, das müsste dann hier angehen. Und wenn dieses Event Attack Collision angeschmissen ist, dann wird die Collision entsprechend gesetzt. Das verbinden wir hier einfach. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir diese Event Attack Collision Function, die können wir dann aus unserem ANS einfach callen und dann entsprechend setzen. An der Stelle, wo dieses Notify Begin einfach startet, können wir dann die Collision hier einmal switchen auf an. Hierzu holen wir einmal den Owner über die Mesh-Komponente. Das heißt, die Mesh-Komponente und da den Owner holen. Get Owner. Components. Wenn jemand casten mag, dann kann er hier natürlich auch casten. Und zwar cast nach Playerbase oder sowas.
Wir nutzen dafür aber unser Interface. Wir holen so einfach hier dieses Attacking Collision von uns. Aus unserem Interface. Das Ganze schließen wir hier einmal an. Das heißt, an der Stelle, wo das Ganze beginnt, wir überschreiben gerade die Funktion Notify Begin, wo wir das Ganze anmachen. Das heißt, wenn wir bei der 1 sind, hier, dann soll das hier bei Notify State Begin einmal angeschmissen werden, die Box vorne mit der Collision. Dafür setzen wir das hier einmal bei der Collision auf Query Only. Kompilieren das Ganze, speichern. Und bei der Notify End, da wollen wir das Ganze auch wieder zurücksetzen. Hier holen wir uns auch mal von der Mensch-Komponente den Owner. Get Owner. Unter Components. Dann die Attack Collision von unserem Interface. Hier genauso verbinden. Einmal dazwischen schalten. No Collision setzen. Kompilieren und speichern das Ganze. Das Ganze testen wir einmal kurz. So, wenn ich jetzt nah an den Wurm gehe, da passiert gar nichts. Wenn dieser Spieler Char jetzt attackiert, dann sehen wir, dass der Name des Wurms aufpoppt, oben links. Das heißt, sobald die Axt vorne ist, haben wir jetzt das Verhalten, dass die Collision Box kurz angeht und wir dort diesen Target Enemy über den Tag dann finden und entsprechend referenzieren können über die Collision Box. Und zwar nicht die ganze Zeit, sondern nur, wenn wir draufschlagen. Bei dem anderen Spieler Char funktioniert das genauso, da passiert gar nichts, weil der ist ja mit Tag Player versehen und der Wurm ist mit Tag Enemy versehen, da funktioniert das, dass wir den auch schlagen dürfen. Das war jetzt so eine kleine Einführung in Animation Notify States, wie man die Animation damit auch ändern kann, beziehungsweise die Kollision-Box, wie man das damit realisiert, dass man bestimmte Events triggert in der Animation und diese dann mit der Programmierlogik verbindet. Jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, wie mächtig diese Interfaces sind in dieser Konstellation Montage und Animation Notify State. Ist halt eine performante Geschichte hier, die wir hier machen. Wenn ihr dann sowas macht wie Mesh-basierte Attacken und dann wollt ihr bestimmte Knochen, und also Bones, attackieren. Das Ganze braucht natürlich Rechenzeit und in unserem Spiel bei dem Kurs ist das der optimale Weg, um Rechenzeit zu sparen und die Computer zu entlasten, während das Spiel läuft. Das ist im Grunde jetzt hier so eine Basisgeschichte für Melee-Attacks, für Nahkampfangriffe, die wir kennengelernt haben. Für so ein RPG, Hack-and-Slash-Game ist das völlig ausreichend hier und eine gute Möglichkeit, Nahkampfangriffe hier zu realisieren. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und ich sehe euch einfach im nächsten Video. Bis bald!